Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Musculus mit dem Titel Geschwisterkinder. Was es damit auf sich hat, erklärt uns heute eine Dame, die schon einmal bei uns war, nämlich die Psychologin Doktorin Caroline Tschulen. Hallo, ich freue mich über die erneute Einladung. Hallo, Herr Brix. Danke, dass Sie wieder hier mit bei uns sind. Und ich möchte Ihnen auch gleich die erste Frage stellen. Was bedeutet denn eine seltene oder chronische Erkrankung eines Kindes für dessen Geschwister? Für die Geschwisterkinder bedeutet das als erstes Mal, so wie auch für die Eltern, dass sie ein Geschwisterkind haben, um das sie sich Sorgen machen, wo sie Ängste entwickeln, wo sie begleitend bei einer Erkrankung mitleben. Das ist mal die große Herausforderung, die Geschwisterkinder erleben. Das Nächste ist, dass sie nicht wie andere Kinder quasi ein gesundes Geschwisterkind haben, mit dem sie vielleicht auf Augenhöhe umgehen, sondern immer wieder auch die Anforderung spüren, Rücksicht zu nehmen, sich vielleicht hinten anzustellen, vielleicht auch körperlich überlegen zu sein, je nachdem, mit welcher Erkrankung sie es zu tun haben. Und der nächste Punkt ist, dass sie sehr oft erleben, dass das Geschwisterkind viel Aufmerksamkeit der Eltern braucht und auf sich zieht. Und das ist auch etwas, das in allen Geschwisterbeziehungen immer wieder ein großes Thema ist. Wer bekommt die meiste Aufmerksamkeit? Und dahinter steckt das Thema, wer wird am meisten geliebt? Wer hat den wichtigeren Platz in der Familie? Welche Strategien entwickeln denn diese Geschwisterkinder, um damit umzugehen? Naja, da gibt es ganz unterschiedliche Strategien und Kinder und Jugendliche sind da wirklich auch sehr erfinderisch, muss man sagen. Das hängt natürlich von ihrer Position in der Familie ab, ob sie das ältere Geschwisterkind sind oder jüngeres, ob es noch viele andere Geschwisterkinder gibt. Aber das da gibt es Strategien, wo man sehr verständnisvoll ist, sehr rücksichtsvoll, auch sehr fürsorglich und quasi eine Elternrolle mit übernimmt und eigentlich bemuttert oder bevatert oder alles besser weiß oder vielleicht auch bevormundet, das Geschwisterkind. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sich darauf verlegen, in der Schule besonders auffällig zu sein, grauenhaft schlechte Noten nach Hause zu bringen, permanent Gespräche mit der Schule provozieren, um die Eltern auch zu beschäftigen, zu zeigen, ich bin auch da und ich mache auch Probleme. Vielleicht bin ich körperlich gesund, aber es gibt jede Menge andere Probleme, die ich so habe. Es gibt natürlich dann auch im Jugendalter diejenigen, die versuchen, jede Grenze zu überschreiten, sei es mit ausgezeiten Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, um die Eltern zu beschäftigen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zu zeigen, ich brauche euch auch. Und natürlich gibt es auch Kinder und Jugendliche, die unter der Belastung, mit einem chronisch kranken Geschwisterkind zu leben, auch sehr leiden und die sich sozial sehr zurückziehen, die vielleicht auch sogar eine depressive Symptomatik entwickeln, sehr stark mit psychosomatischen Beschwerden, sprich mit Bauchweh, mit Kopfweh, mit Übelkeit, Müdigkeit, Motivationsverlust reagieren. Also da gibt es schon eine breite Palette, die Geschwisterkinder an Symptomen zeigen können. Und nicht immer ist es so leicht irgendwie zu unterscheiden, woher kommt das. Ja? Die Auffälligkeit oder die Schulschwierigkeiten oder auch die psychosomatischen Beschwerden oder auch die psychische Belastung oder diese psychischen Symptome. Das ist für Eltern sehr oft durchaus eine Herausforderung, hier so auseinanderzuhalten, was hat mit uns zu tun, was hat mit der Familiendynamik zu tun, was hat vielleicht mit uns gar nichts zu tun, sondern mit anderen Lebenssituationen des Kindes und der Umwelt oder auch der Entwicklungsstufe, in der unser anderes Kind ist, also quasi die Geschwisterkinder sind. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, für Eltern da auch immer wieder genau hinzuschauen. Wo auch immer die Probleme herkommen, ist es ein Signal, hier müssen wir auch aktiv werden. Was sollten denn betroffene Eltern beachten, damit die Balance in der Familie passt? Naja, die Balance wird immer wieder mal irgendwie zugunsten oder ungunsten des einen oder anderen Kindes sich verändern. Wichtig ist nur wirklich jedes einzelne Kind im Blick zu behalten, die Entwicklungsaufgaben, die die Kinder haben, zu beachten und einfach aufmerksam sein, wenn ein Kind sich besonders zurückzieht, sehr ruhig wird, vielleicht einfach auch an nichts mehr Freude hat oder sich auch aus der Familiendynamik zurückzieht und an gemeinsamen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen will.
denke mir, die allermeisten Eltern sind da auch recht sensibel auf die Veränderungen ihrer Kinder. Und da nachfragen, zuhören und sich auch die Zeit nehmen, auch wenn vielleicht das Kind mit der chronischen Erkrankung, mit der neuromuskulären Erkrankung besonders viel Aufmerksamkeit braucht, sich für das Geschwisterkind oder für die Geschwisterkinder Zeit nehmen. Und auch wenn die Kinder auffällig werden und sehr fordernd werden oder schlecht in der Schule sind oder ja, wie man es so salopp sagt, schlimm sind oder immer Grenzen überschreiten, auch hier Zeit nehmen und sagen, okay, welches Bedürfnis steckt dahinter? Was braucht dieses Kind? Nachfragen mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen, Gespräche führen. Und natürlich, sage ich jetzt als Psychologin, gibt es immer die Möglichkeit, sich auch professionelle Hilfe und Unterstützung und Beratung holen. Das ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Tipp, den ich nicht oft genug betonen kann. Jetzt wissen wir aber aus der Praxis, so einfach ist es ja dann doch nicht. Eine Familie haben heißt, viele umfangreiche Aufgaben erfüllen müssen. Was sind denn jetzt so die klassischen Hürden und Stolpersteine, die einem passieren können im Zusammenhang mit einem chronisch erkrankten Kind und dessen Geschwistern? Nee, was wir mit den Familien erleben, mit chronisch kranken Kindern, ist das, was wir eigentlich in allen Familien erleben mit mehreren Kindern. Alle Kinder wollen Aufmerksamkeit, alle Kinder wollen geliebt werden, alle Kinder wollen ihren Platz in der Familie haben. Die Eltern bemühen sich redlich, all diesen Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht zu werden. Und da kommt es immer wieder zu bestimmten Herausforderungen und auch zu bestimmten Dynamiken, die halt manchmal nicht ganz günstig sind. Wir kennen das alle, zum Beispiel die Geschwisterkinder vergleichen. Oder von den älteren Kindern oder vom gesunden Kind immer Rücksicht einzufordern. Oder ein Kind immer besonders zu loben. Oder auch quasi in so Täter-Opfer bei Streitereien, Täter-Opfer-Geschichten einzusteigen und ein Kind immer irgendwie ist das Böse und das andere ist immer das Gute. Da gibt's jede Menge dieser Dynamiken und die schleifen sich so ein im Familienleben und sehr oft merkt man sie auch gar nicht mehr und das passiert uns Eltern allen. Und auch da ist es manchmal dann, wenn man merkt, irgendwie, wir kommen immer wieder in die gleiche Schleife und immer wieder fühlt sich ein Kind zurückgesetzt und eins ist bevorzugt oder ich habe einem Kind gegenüber immer ein schlechtes Gewissen. Auch das ist so ein Signal. Dann ist es gut, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was läuft denn da? Und es ist immer der richtige Zeitpunkt, um mal was anderes zu probieren und einfach eine neue Dynamik hineinzubringen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das passiert einfach in allen Familien. Das gehört zum Leben von Geschwisterkindern auch dazu. Und vielleicht auch noch so ein Hinweis, Geschwisterbeziehungen sind einfach die längsten Beziehungen, die man üblicherweise im Leben hat. Keine anderen Menschen kennt man so lang, lebt so eng zusammen und ist auf so eine existenzielle Art auch verbunden wie mit Geschwistern. Das ist schon eine sehr spezielle Beziehung. Danke, liebe Frau Doktorin Schulen, dass Sie uns wieder mit so vielen wertvollen Informationen versorgt haben. Alles Gute und auf Wiedersehen. Sehr gern und danke. So, das war's auch schon wieder für heute mit dem heutigen Thema Geschwisterkinder. Wenn Sie dazu Fragen haben oder vielleicht auch eine Beratung brauchen, dann sehen Sie doch einmal in der Infobox nach. Wir werden Ihnen ein paar Links zur Verfügung stellen. Vielleicht schenken Sie uns wieder einmal ein Gefällt mir oder Sie schauen auch auf unsere Homepage www.muskelforschung.at. Und bitte denken Sie wie immer dran, Wissen hilft.